Neustadt an der Weinstraße. Ich mache Food Styling, Foodfotografie und Content Creation. Eigentlich habe ich ja Medizin studiert, weil ich dachte, es ist eine sichere Bank. Es war keine Leidenschaftsentscheidung, es war eine Vernunftentscheidung. Aber ich habe währenddessen halt schon angefangen mit dem Blogging, habe meine Fotos hochgeladen und irgendwann habe ich gemerkt, hey, die Leute interessieren sich dafür, sie mögen meine Bilder. Ich kann daraus tatsächlich einen Beruf machen. Und da sind wir jetzt. Wir sind hier in meinem Haus. Das ist eine alte Industriehalle, die neu ausgebaut wurde. Und das Schöne ist, hier lebe ich eben nicht nur, hier arbeite ich auch. Für unser Projekt habe ich mir natürlich meinen Lieblingseffekt rausgesucht, Marble. Und es werden richtig schöne Beispieltische, die ich dann hier hinstellen möchte. Neben diesem Marmoreffekt sollen die Blöcke noch einen Gradient bekommen. Das finde ich super cool bei Montana Cans, dass das eben nicht einfach nur rot, grün, blau und gelb ist, sondern das sind wunderschöne, sensibel abgestimmte Farben. Wir haben ein warmes Grau, wir haben ein etwas kälteres Grau und man kann es sehr, sehr schön kombinieren. Und eben auch Effekte damit schaffen, die nicht plump aussehen, sondern einfach stylisch sind, gediegen sind, die ich gern hier in meiner Wohnung habe. Unsere Holzblöcke müssen wir natürlich erstmal anschleifen, den Staub müssen wir auch gut wegwischen. Ja, und dann können wir auch schon unseren Universal Primer auftragen. Das Schöne an den Sachen für All Spray Painted ist ja auch, die leben mit mir weiter. Wenn ich jetzt irgendwas Geiles zu essen gestylt habe, fotografiert habe, würde ich mir das super gerne manchmal einfach ins Museum stellen. Am nächsten Tag nochmal anschauen, am übernächsten. Aber geht ja nicht. Die DIY-Projekte, die habe ich einfach in meinem Leben. Zum Beispiel einen Zahnputzbecher und einen Seifenspender. Das steht bei mir jetzt oben im Bad, das macht mich jeden Tag happy. Ja, es ist tatsächlich nicht ganz trivial, so einen Gradient zu sprühen. Und da kommt es eben auf den Winkel an, in dem man die Dose hält. Wenn man sie gerade hält, dann kriegt man nur so einen abgehackten Effekt. Aber wenn man sie ein bisschen kippt, ungefähr 45 Grad, dann kriegt man von Natur aus, wenn man einfach dann nur gerade aussprüht, schon einen wunderschönen Verlauf hin. Wenn der Gradient dann gut getrocknet ist, dann kommt die Kür. Dann können wir unsere Marble-Effekte aufsprühen. Da können wir auch variieren, dass es ein bisschen dichter aus der Dose kommt oder ein bisschen lockerer aus der Dose kommt, bis es uns gefällt und dass es eben wirklich wie Original Natur Marmor auch aussieht. Ja, als ich damals Medizin studiert habe, hätte ich mir nie gedacht, dass mein Wohnzimmer mal mein Studio sein wird. Dass ich meinen Job und mein Privatleben auf so eine schöne und angenehme und auch praktische Art und Weise einfach verbinden kann. Und das funktioniert einfach, wenn man seinen Job liebt, wenn man seine eigenen Konzepte und Ideen in seinem Job umsetzen kann. Das bin einfach ich. Ich bin meine Wohnung und ich bin mein Beruf und deswegen passt es auch zusammen.